Sport ist Mord. Aber was nehmt ihr mit zu eurer eigenen Beerdigung? Und welche Tasche braucht ihr dafür, um all euer Equipment unterzubringen? Das schauen wir uns jetzt an. Moin! Heute schauen wir uns diverse Sporttaschen und Duffelbags an, von einem kleinen Sportbeutel bis hoch zu einer großen, geräumigen Sporttasche, die wahrscheinlich sogar für Footballspieler geeignet ist. Natürlich hängt euer Bedarf an die Tasche ganz klar mit eurer Sportart zusammen und es ist schwer, da alles komplett abzudecken. Ein Tennisspieler braucht natürlich was ganz anderes als jetzt zum Beispiel ein Footballspieler oder irgendwie jemand, der Yoga oder Pilates macht. Daher haben wir unterschiedliche Sachen hier schon mal hingepackt, vom kleinsten Setup bis hin zu dem, was man auch noch für die Hygiene braucht und natürlich weitere Dinge, die wir uns dann noch hinzudenken müssen. Fangen wir auch schon mit dem ersten an, Sportbeutel. Alle, die schon etwas älter sind, so wie ich, kennen das vielleicht noch von früher aus der Schule. Da gibt es hier einen Sportbeutel nochmal mit Zusatztaschen. Da gucken wir mal rein, ob wir so Standard-Fitness-Ausrüstung hineinbekommen würden. Absolutes Basic wahrscheinlich, jeder braucht ein paar Schuhe. Dann habt ihr meistens ein Handtuch mit dabei, ein T-Shirt und eine Shorts, eine Trinkflasche. Und das würdet ihr alles hier auch noch in einen Sportbeutel kriegen. In diesem Fall ist das von Miltec der Sportbeutel Hextec. Klein, praktisch und hat hier sogar an der Seite nochmal ein Einschubfach, das sogar von beiden Seiten den Zugriff erlaubt. Da könntet ihr zum Beispiel nachher auch noch euer Portemonnaie unterbringen, euer Telefon, Schlüssel etc. Zusätzlich hat der Hextec hier vorne nochmal eine Klettfläche, sogar mit Mollebeschlaufung. Also falls ihr noch kleinere Taschen mit anbringen wollt, wäre das möglich. Im Großen und Ganzen kann man sagen, für jemanden, der einfach nur mal ins Fitnessstudio gehen möchte und danach nicht duscht oder sowas, der kommt wahrscheinlich mit so einem Sportbeutel wirklich prima hin. Vorteil ist natürlich hier sogar, ich kann mir den einfach umschminken und könnte auch mit dem Fahrrad jetzt zum Sport fahren. Also Minimalausrüstung, zum Beispiel fürs Fitnessstudio, wäre hier durchaus drin. Wenn ihr aber jemand seid, der gerne nach dem Sport zum Beispiel noch duschen möchte oder generell noch 2, 3 Dinge mehr mit hat, eine Jacke oder für seinen Sport typisch vielleicht nochmal Bandagen, Unterstützung für die Gelenke etc., kommt natürlich mit so einem Sportbeutel nicht aus. Deswegen haben wir die nächstgrößere Variante gewählt und zwar den Centurio von Condor mit 30 Liter. Schauen wir uns mal an, wie der aufgeteilt ist und was wir da reinbekommen. Im Allgemeinen merkt man hier schon, ist der nicht nur rein für einen Sport oder so konzipiert, kann also sogar als kleine Reisetasche etc. genutzt werden. Er ist oben aufgepolstert, hat natürlich Trageriemen, einen Umhängegurt und 2 Schultergurte, um ihn sogar als Rucksack tragen zu können. Das Hauptfach besitzt ein 2-Wegereißverschlusssystem. Anders als bei den meisten Sporttaschen lässt sich hier der Deckel wie eine lange Zunge öffnen. Ihr seht schon, hat hier dafür noch 2 Netztaschen und ein geräumiges Innenfach. Und wie ihr hier schon an diesem Beutel seht, sogar nochmal eine Separation. In der Regel dafür, dass ihr dort nämlich eure Sportschuhe hineinpacken könnt. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel Fußballspieler seid etc., dann sind die dreckig und dann möchtet ihr die meistens nicht mit euren anderen Klamotten zusammen in einem Fach haben. Ihr seht übrigens, was ich schon sagte, das ist nicht nur als reine Sporttasche konzipiert. Dieses Fach ist so groß, dass ihr auch halbhohe Stiefel ganz bequem hier unterbekommen könntet. Schuhe sind separiert, also packen wir hier erstmal wieder T-Shirt, Shorts rein. Ich packe jetzt nochmal eine lange Trainingshose einfach mit dazu und hier eine kleine Trainingsjacke. Kennt ihr auch, gerade wenn ihr irgendwo Outdoor-Sport habt, wie Fußball etc., und dann mal an der Seite steht oder so, ist es immer schön, noch eine kleine Jacke oder so dabei zu haben, damit ihr nicht auskühlt. Selbstverständlich kommt auch das Handtuch noch mit oben drauf. Und da sehen wir jetzt schon, dass wir relativ viel Platz noch haben. Wir könnten also jetzt auch noch ganz bequem ein Handtuch mit unterbringen, um danach duschen zu können. Wir haben hier einfach mal provisorisch einen Beutel, einen Hygienebeutel geholt, damit man den Platz einschätzen kann, ob sowas noch wie Duschgel, Shampoo etc. mit in die Tasche passen würde. Und da hat man hier schon immer noch Luft nach oben. Schön sind auch diese beiden Netztaschen, habt ihr nämlich keinen Kulturbeutel, so wie ich, und habt einfach nur eure Seifendose plus Shampoo etc. Da könntet ihr das einfach hier noch mit reinschmeißen und dann ist es auch separiert von eurer Ausrüstung. Wie schon gesagt, dadurch, dass das Schuhfach vorne so groß ist, wäre es hier dann auch noch möglich, zum Beispiel eure vielleicht etwas nassen Badelatschen mit dazu zu packen, damit auch die nicht im Innenraum mit euren Sachen rumfliegen.
Was auch ganz schön ist, dass auf den Frontseiten sowie auf der langen Seite nochmal jeweils Zusatztaschen sind. Da könntet ihr zum Beispiel auch wieder Portemonnaie, Smartphone, Schlüssel etc. mit unterbringen, sogar auf 2 Seiten. Und hier gäbe es auch noch die Möglichkeit, Dinge mit hineinzupacken, wie zum Beispiel gelenkunterstützende Bandagen oder irgendwelche Sachen, die ihr speziell noch für euren Sport braucht, die etwas kleiner sind. Insgesamt schon eine sehr große und geräumige Tasche. Das Einzige, was ihr jetzt seht, ist die Trinkflasche. Die habe ich bisher absichtlich nicht dazu gepackt, weil in den meisten Sporttaschen gibt es immer so eine Netztasche oder so, wo man die wunderbar reinstecken kann. Diese müsstet ihr mit in euer Hauptfach packen. Denke ich mal, ist das der einzige Nachteil für mich. Eure Trinkflasche sollte dann auch wirklich dicht sein. Und ob nun Standard in der Hand getragen, entspannt als Umhängetasche, sowie als Rucksack auf dem Fahrrad, ist mit dem Duffelbag alles möglich von Condor. Soll es noch ein bisschen mehr sein, kommen wir auch schon zur nächsten Tasche. Das ist der Travelbag Transall von der Firma A10 aus Frankreich. Auch dieser ist nicht nur allein für den Sport ausgelegt, sondern kann auch als Mission Bag etc. fungieren. Werfen wir jetzt mal einen genaueren Blick drauf. Um es vorwegzunehmen, hier auch wieder typisch gepolsterte Trageriemen, ein Schultergurt zum Umhängen und hier ein 2-Wege-Reißverschluss für das große Hauptfach. Hier wieder eher Standard, geht an der langen Seite aufzuklappen. Wir sehen aber jetzt schon, hat auch wieder 2 Netztaschen. Hier im Inneren hat man ja auch gerne mal eine weitere Netztasche, meistens für Portemonnaie etc. genutzt, könnten aber auch die Hygieneutensilien untergebracht werden. Und hier sehen wir schon wieder an den Seiten zusätzliche Beutel, die in den Innenraum mit hineinführen. Das ist natürlich dann wieder ein Schuhfach. In diesem Fall auch wieder so tief, dass man halbhohe Stiefel unterkriegen könnte. Hier packen wir natürlich unsere Sportschuhe in diesem Fall mal rein. Und haben dann, wie man sieht, immer noch Platz. Und auf der anderen Seite befindet sich auch noch mal eine für Feuchtigkeit gesicherte Tasche, um zum Beispiel euer nasses Handtuch mit unterzubringen. Ich nehme es auch vorweg, da es hier wieder kein Einschubfach für die Trinkflasche gibt, könnte man aber hier dann auch noch mal zusätzlich die Trinkflasche mit hineinstellen, damit ihr nicht nachher irgendwas von eurem Getränk an euren Klamotten habt. So wie die Tasche aussieht, passt natürlich auch noch das rein, was wir vorher drin hatten, also Short, Shirt etc. Und hier habt ihr wirklich noch mal mehr Platz. Das ist also die erste Tasche, wo ihr in diesem Fall zum Beispiel noch Schutzausrüstung, Schienbeinschoner für Fußball, Kampfsport etc. und unter Umständen auch noch Handschutz und so weiter mit unterbringen würdet. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Schema zusammengerollt, um noch ein bisschen mehr Platz in Anspruch nehmen zu können. Und hier kann man sich den Platz mal vorstellen. Wir würden also hier wahrscheinlich sogar noch einen Handschutz etc. mit reinkriegen. Wobei jetzt für Box- und Vollkontaktsportarten stößt die Tasche garantiert auch an ihre Grenzen. Also wenn ihr jetzt noch Boxhandschuhe etc. mit rein prummeln müsstet, dann wird das schon wieder sehr eng. Kommen wir jetzt zu einer Marke, die ja Profi sein sollte in Sachen Sporttaschen, und zwar Under Armour. Mit dem Undeniable Bag 58 Liter, was eigentlich dazu ausreichen sollte, so ziemlich für jede Sportart alles mitnehmen zu können. Außer vielleicht Football. Auch hier wieder gepolsterter Trageriemen, Schultergurt, diesmal auch wieder mit Polsterung. Auch hier klassischer 2-Wege-Reißverschlusssystem mit der Klappe auf der langen Seite. Fällt aber hier schon auf, der Deckel ist nicht genutzt wie bei den anderen beiden Taschen davor. Wir haben aber hier wieder diesen typischen kleinen Sack für so eine Sporttasche, wo ihr nochmal Portemonnaie etc. unterbringen könnt. Fürs Handy wird es schon knapp, weil mittlerweile Under Armour wahrscheinlich denkt, dass jeder beim Fitness etc. sein Handy sowieso am Mann hat. Großer Unterschied, den merkt man jetzt schon, die Tasche ist zwar super leicht, dafür sind die Wände nicht so stabil wie bei den anderen Taschen. Also die Wand sackt auch gleich zusammen, wenn da mehr Gewicht ist. Auch hier sehen wir wieder den innenliegenden Beutel für Sportschuhe. Und auch hier könnte ich wahrscheinlich wieder halbhohe Stiefel oder Basketballschuhe unterkriegen. Das sollte kein Problem sein. Könnte auch in diesem Fall wieder meine Badeschlappen mit noch dazu packen, dass die auch getrennt von meinen Klamotten sind. Dann schauen wir mal, wie viel mehr diese 58 Liter dann wirklich bringen.
ja, doch schon noch mal so einiges. Also hier würde ich sagen, könnt ihr jetzt noch mal ganz bequem Schutzausrüstung wie Boxhandschuhe etc. mit unterbringen oder auch für andere Sportarten natürlich noch mehr hineinfügen, Suspensorium etc. Und was wir noch haben, wir haben hier seitlich die bisher vermissten Fächer, hier auch ganz schön unterteilt, dass ihr 2 Trinkflaschen nebeneinander bekommen könntet. Und auch das Deniable Bag verfügt wieder über eine lange Fronttasche und zum Beispiel nochmal zusätzliche Bandagen etc. unterzubringen. Zur Vollständigkeit halber, weil ich es jetzt ein paar Mal angesprochen hatte, was Football angeht oder eben Sportarten, die wirklich mehr Raum brauchen, gibt es von Under Armour auch noch das Undeniable Bag 5.0 mit einem Fassungsvermögen von 144 Litern. Diese Tasche ist so groß, dass hier jetzt die gesamte Ausrüstung von uns drin ist und da immer noch mindestens 2-mal so viel reinpasst. Ich könnte jetzt den Hund noch mitnehmen zum Beispiel und dort mit in die Tasche packen. Das Schuhfach alleine ist so groß, könnt ihr mit eurer Familie zum Sport gehen. Ihr könnt locker 4 bis 5 Getränkeflaschen in der Seite verstauen. Der Innenraum ist so groß, dass ich denke, dass auch American Football Spieler hier nochmal ihren Brustschutz etc. mit unterbringen können. Ich denke, diese Tasche, egal was ihr für eine Sportart macht, könnt ihr immer verwenden und werdet wahrscheinlich auch immer alles mitnehmen können. Oder kennt ihr eine Sportart bzw. betreibt ihr eine Sportart, für die diese Tasche nicht ausreichen würde, außer vielleicht Golfen? Um es jetzt einmal abschließend auf den Punkt zu bringen. Wir hatten einen Sportbeutel, der sich sicherlich dafür eignet, einfach mal schnell ins Fitnessstudio zu fahren, vor allem wenn man nicht mal duschen muss danach. Dann hatten wir Taschen, die nicht direkt für den Sport alleine konzipiert sind, sondern eher Mehrzwecktaschen sind. Diese haben oft viel bessere Unterteilung, mehr Features und können natürlich multifunktioneller eingesetzt werden, haben aber auch die Möglichkeit, eure Sportutensilien unterzubringen. Da ist das Einzige, was ich ein bisschen vermisse, das Einstecken für Flaschen war da nicht möglich und sowas sollte eigentlich gegeben sein, denn man kennt sie alle, diese Flaschen, an denen man so saugt oder auch Fahrradflaschen, sind manchmal nicht ganz dicht und dann habt ihr nachher das Ganze in eurer Tasche kleben. Die Sporttaschen hingegen waren meistens nicht so robust und nicht so multifunktionell einsatzfähig. Dafür bieten sie genau für den Sport die Möglichkeit eben eines Getränkeflascheneinschubs, den wir da sicherlich nicht missen möchten. Und im Großen und Ganzen passt da natürlich auch alles rein, auch wenn wir dort nicht so gute Sortierfunktionen haben. Als Fazit ist es also immer ein bisschen davon abhängig, wofür ihr die Tasche braucht. Möchtet ihr sie später noch weiter nutzen als Nutzungssport? Möchtet ihr eine Rucksackfunktion haben? Wenn ihr zum Beispiel mit dem Fahrrad zum Sport fahrt, ist das super nützlich. Dann fällt wahrscheinlich eure Wahl mehr auf so eine Multifunktionstasche. Seid ihr reine Sportler, wird euch sicherlich eine größere Sporttasche auch gute Dienste weisen. Was nutzt denn ihr für eine Tasche? Hauptsächlich nur zum Sport oder nutzt ihr sie auch für andere Dinge? Schreibt uns das doch bitte in die Kommentare, würde uns auch mal sehr interessieren, auch ob ihr schon Erfahrung mit den vorgestellten Taschen habt. Wenn ihr übrigens noch weitere Taschen, vor allem auch Reisetaschen etc. vorgestellt haben möchtet, dann schreibt auch das in die Kommentare, dann werden wir das in einem nächsten Video tun. Und bis dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.